Hallo, herzlich willkommen. Ich heiße dich willkommen, mein lieber Hochkönig, zu meinem Format Gothic Matters. Ich wollte dich heute etwas besser kennenlernen und dich auch zu manchen Dingen befragen. Wenn du willst, kannst du dich gerade kurz mal vorstellen. Ja, grüß dich auch. Mache ich doch gerne. Also, ich grüße alle, die hier zuschauen, egal wo und wann sie gerade sitzen oder stehen oder liegen oder wie auch immer ihr gerade hier das empfangt. Ich nenne mich Hochkönig und ich betreibe einen gleichnamigen YouTube-Kanal hier. Und dieser YouTube-Kanal ist ausgerichtet auf ein spezielles Computerspiel beziehungsweise eine Computerspielreihe. Und zwar handelt es sich dabei um Gothic. Passt ja ganz gut zum Namen des Podcasts hier. Und ja, auf meinem Kanal findet ihr im Grunde querbeet alles Mögliche zum Thema Gothic. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ist alles kostenlos, alles frei verfügbar, keine Stolpersteine oder Fallgruben. Also würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und was mich auch freut, ist, dass ich heute hier sein darf. Mich freut das auch sehr. Da habe ich mich richtig gefreut, als du damals zugestimmt hast, dass du das gerne machen würdest. Auf jeden Fall. Und ihr solltet ihn auf jeden Fall abonnieren, der macht wirklich richtig tolle Sketche. Apropos Sketche, wenn wir schon darauf kommen, wie bist du denn darauf gekommen, jetzt Filme und Sketche zu machen zu Gothic? Wie auch immer, vielleicht machst du auch irgendwann was anderes noch, aber Mhm. ja. Ja, also das Medium Film, das begleitet mich eigentlich schon relativ lange. Ich hatte damals, als ich so 14, 15 war, so eine private Filmgruppe mit meinen Freunden. Und dann haben wir eben auch, äh, ja, so Kurzfilme gedreht, weißt du? Haben uns ein bisschen mehr mit dem Thema Film auseinandergesetzt, haben auch so ein bisschen Equipment angeschafft, weil ich da auch Leute im Freundeskreis hatte, die sich besonders mit Musik beschäftigt haben oder besonders mit Kameras und mit Fotografie, und dann war der Sprung zu Stativ und Filmaufnahmen ja auch nicht mehr so weit. Ja, und so haben wir uns hobbymäßig da alle so ein bisschen reingefuchst und haben eben angefangen, unsere eigenen kleinen Filme zu drehen. Und wie das halt so ist, meistens versucht man ja doch was Lustiges zu machen. Und ja, so kamen wir auf das Thema Sketche auch, und später konnte ich das dann wunderbar auf das Spiel Gothic projizieren, weil ich da erstmal erkannt habe, was man im Grunde mit diesem glorreichen Spiel alles machen kann. Ja, das hört sich sehr schön an. Hast du denn zu diesen damaligen Projekten, die ihr hattet, irgendeine coole Geschichte zu den Projekten, die ihr damals gemacht habt, die jetzt nichts mit Gothic zu tun haben? Einfach, was ihr damals so gemacht habt. Mm, Also ich kann mich an einen Kurzfilm erinnern, wo wir so ein bisschen die griechische Mythologie auf die Schippe nehmen wollten. Also so mit Zeus und seinen zigtausend Frauen und alle möglichen Sagen, die man dann da wiederfindet. Herkules und Odysseus und sowas alles. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir da eine relativ große Gruppe waren, weil wir noch so ein bisschen Werbung gemacht haben, und dann kamen wir schon so auf knapp 30 Leute. Und das war ja schon eine ganz schöne Anzahl für uns. Und dann war die Frage, in welcher Location dreht man das eigentlich? Und viele Sachen musste man ja möglichst in der Natur drehen, damit das auch ein bisschen glaubwürdig ist. Wenn da hinten eine Backsteinmauer steht, dann nimmt dir keiner ab, dass das eine griechische Stadt ist. Und deshalb haben wir uns ein bisschen in der Gegend umgesehen, wo halt nicht unbedingt ein Strommast im Hintergrund war oder so. Und dann haben wir auch einen ziemlich guten Ort gefunden, nämlich nämlich einen kleinen Teich mit einem ganz kleinen Hügel daneben. Und da konnte man eigentlich ganz gut was machen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass
dass die ganzen Mädchen, die mussten ja alle ihre Kleider anziehen, weil das musste ja echt aussehen. Die konnten ja nicht in Jeans da rumlaufen. Und dann liefen die alle in ihren wunderschönen Ballkleidern über so einen alten, dreckigen Acker. Und dann hab ich noch zu meinem Kumpel gesagt, hey, film die schon mal. Film das für das Material danach. Und das wurde auch sehr gutes Bonusmaterial fürs Making-of, was eigentlich alles nötig war. Es sind auch 2, 3 Leute in den Teich gefallen, aber ist nichts passiert, konnten alle schwimmen, waren auch keine Piranhas drin. Also, da ist dann nichts passiert. Aber das war schon merkwürdig. War schon ein merkwürdiges Bild dann. Das glaube ich dir. Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Wie war denn dein schulischer und beruflicher Werdegang in deinem Leben? Ja, ich habe mein Abitur gemacht mit den Leistungskursen Deutsch und Englisch. Und dann habe ich eigentlich gedacht, versuchst du doch einfach mal dein Hobby zum Beruf zu machen und versuchst doch mal in der Filmwelt Fuß zu fassen. Ja, und dann habe ich mich so ein bisschen weitergebildet, habe mehrere Kurse beim Filmhaus in Köln zum Beispiel besucht, habe da so ein bisschen was zu Regiegrundlagen gehört, habe ein Schauspielseminar gemacht, habe ein äh, Seminar zu Kameraführung gemacht, dass ich einfach so ein bisschen Grundlagen auch kenne. Ja, und dann habe ich so alle möglichen Filmwerkstätten und Kunsthochschulen angeschrieben, weil ich dachte, es wäre ein ganz guter Gedanke, Regie zu studieren. Ja, wie sich herausstellte, dachten die das nicht und haben lieber gedacht, nee, den wollen wir dann doch nicht haben. Gut, es ist wie es ist. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte jetzt auch keine Lust, wirklich jahrelang meinem Traum hinterherzulaufen und irgendwie zu hoffen, dass sich mal eine Chance ergibt, weil so fanatisch war ich dann auch nicht darauf. Und ich habe dann noch eine Befürchtung gehabt, was ist jetzt eigentlich, wenn ich das machen muss? Wenn dieses Hobby dein Beruf ist, wenn das quasi der, ähm, ja, wenn das quasi das ist, was dir deine Brötchen bezahlt, hast du dann wirklich noch Leidenschaft dafür? Kann dich das dann wirklich erfüllen? Oder ist es dann irgendwann nur eine Arbeit, die du machen musst? Und ja, ich konnte mir nicht ehrlich sagen, dass mir das den Rest meines Lebens so komplett Spaß gemacht hätte. Und deswegen bin ich abgerückt und bin das etwas sicherere Standbein gegangen und habe auf Lehramt studiert und bin seitdem auch glücklich Lehrer. Das ist toll. Aber natürlich, wenn man nicht weiß, ob man diesen Job für sein ganzes Leben machen kann und ganz bei der Sache ist und du dann weißt, aber ich muss das machen, ich muss das arbeiten und du dann nur dein Geld so bekommen kannst, ohne eine Ausweichmöglichkeit dann in dem Moment sozusagen, ist ja klar, dann entscheidet man sich natürlich dafür, für einen sichereren Weg, wenn man sich Ja, nicht zu 100% sicher ist, dass man es immer so möchte. genau, so Genau. ist das auch bei mir. Und es hängt einfach auch von sehr vielen Faktoren ab, die du selber nicht beeinflussen kannst. Denn es ist ja nicht so, dass du dann einfach weißt, okay, wenn ich gut bin und wenn ich äh, gut genug bin, finde ich auf jeden Fall einen Job. Das ist ja in vielen Bereichen der Fall. Aber bei sowas wie der Filmwirtschaft, sage ich mal, ist das eben nicht der Fall. Da hängt ja auch ganz viel von Glück, von der Situation ab. Also alles Und Faktoren Beziehungen auch, die auch du. halt, ja. Beziehungen definitiv. Mhm. Und ich habe jetzt niemanden in meiner Verwandtschaft, der jetzt irgendwie mit dem Film eine Verbindung hat. Nee, Deshalb. ist ja auch alles verständlich, natürlich, natürlich. Wie gesagt, man muss entweder entdeckt werden oder man muss halt wirklich Beziehungen haben, um sowas wirklich dann zu 100% da reinkommen zu können. Aber trotzdem eine tolle Sache über dich zu erfahren, was du dann versucht hast zu studieren und so weiter und so fort. Finde ich echt cool. Mein Cousin hatte genau dasselbe mal vor.
Ist leider nicht so gut gelaufen. Er musste wechseln, aber nur weil er halt, weil er Epilepsie hat. Deswegen musste er wechseln dann. Er wollte Okay. es eigentlich machen, aber ging nicht. Genau. Hm. So, okay. Wie bist du denn damals auf Gothic gekommen und wie bist du so ein großer Fan geworden? Beziehungsweise, was fasziniert dich an Gothic? Hm. Als ich Gothic das erste Mal gespielt habe, war ich ja so 13, plus minus. Ähm, und Gothic war das erste Spiel, das ich gespielt habe, das wirklich ein Open-World-Spielprinzip hatte. Ich hatte natürlich vorher auch schon andere PC-Games gespielt, aber die sahen immer so aus, das Level begann, du hast von irgendeinem NPC eine Aufgabe aufgehalst bekommen und dann musstest du diese Aufgabe machen. Und dann bist du am besten noch irgendwie einen Gang runtergegangen. Links und rechts waren Türen, die waren aber nicht echt, die konntest du nicht öffnen oder so. Und es ging dann einfach ganz stupide darum, ein irgendeine Aufgabe zu erfüllen, was weiß ich, sammel den Schild, der auf dem Turm liegt, ein. Und das war so frustrierend auf Dauer. Da konnte auch ein schönes Ambiente nichts mehr dran ändern. Da konnte die Stimmung eigentlich gut sein, da konnte die Musik gut sein, da konnten die Grafikeffekte nett sein, aber es war trotzdem dämlich. Es war trotzdem dieses, mach das, weil ich es dir sage. Und ich habe auch Spiele gespielt, die hatten ein bisschen Open World, wo du quasi außerhalb der Level eine begrenzte Spielwelt hattest, wo du dich halt, wo du dich halt frei bewegen konntest, wo du vielleicht auch ein bisschen was sammeln konntest, aber du konntest keinen Fortschritt erzielen. Und Gothic war wirklich das erste Mal für mich ein Spiel, in dem du die Möglichkeit hattest, im Grunde alles zu tun. Natürlich wird also ich habe mit Gothic 2 angefangen, natürlich wird dir der Weg gezeigt. Natürlich sagt Xardas gleich am Anfang, geh in die Stadt, du musst das Auge Innos von den Paladinen holen. Und das finde ich auch gut, denn du sollst ja auch nicht komplett planlos irgendwas machen. Aber du musst ja nicht zur Stadt gehen. Ich meine, klar, es ist darauf ausgelegt und die Viecher, die auf dem Weg sind auch wahrscheinlich auch Viecher, die du erledigen kannst. Im Wald sind dann Viecher, die du nicht erledigen kannst. Aber du kannst es. Du kannst theoretisch auch sagen, nee, scheiß auf die Stadt, ich gehe jetzt einfach mal zu Onas Hof. Ich schlag mich einfach da mal quer durch. Und wenn du so ein bisschen Glück hast und dich auch ein bisschen geschickt anstellst, kommst du da ja auch an. Also du kommst ja zur Not auch an den Wölfen und Keilern irgendwie vorbei. Und das hat mich fasziniert, dass dir einfach da diese spielerische Freiheit geboten wird. Und das noch lange, bevor ich überhaupt geschnallt habe, dass es verschiedene Gilden gibt. Ich habe ja erstmal nur gewusst, okay, irgendwie muss ich diese Paladine, was auch immer ein Paladin ist, ähm, überzeugen, mir das Auge Innos zu geben. Aber dass ich mich für eine Gilde entscheiden muss und es verschiedene Gilden gibt, das wusste ich dann gar nicht. Und so habe ich im Spieldurchlauf immer Neues entdeckt und immer noch mehr Möglichkeiten wahrgenommen. Du hast die Möglichkeit, einen Beruf zu wählen in der Stadt. Ich war erstmal total überfordert. Ich meine, ich war ja total eingeschränkt von diesen minderwertigen PC-Games. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass du überhaupt eine Wahl haben darfst. Ja, und das hat mich unheimlich fasziniert an Gothic. Dann habe ich irgendwann mitten im Spiel auch doch mal das Handbuch aufgeschlagen und habe dann nachgelesen, aha, man kann sich also für eine Gilde entscheiden. Man kann also auch Söldner werden. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich das, wie gesagt, gar nicht kannte und ich mir bis dahin auch gar nicht vorstellen konnte, dass ein Spiel dir verschiedene Möglichkeiten bietet. Ich meine, aus meiner jetzigen Sicht klingt das albern, aber damals als 13-Jähriger war das eine richtig brutal krasse Erkenntnis, sage ich mal, dass du überhaupt verschiedene Wege gehen kannst.
Und damit hört es ja nicht auf. Dann kannst du ja auf verschiedene Sachen skillen. Du kannst eher auf Zweihand gehen oder du kannst eher auf Einhand gehen. Du kannst sagen, okay, ich bilde die Armbrust aus, alles Mögliche. Und das fand ich, wie gesagt, echt faszinierend. Und das fasziniert mich im Grunde auch noch bis heute an Gothic. Selbst wenn die Grundhandlung natürlich immer die gleiche ist das Spielgefühl ja unterschiedlich. Ich habe ja eine ganz andere Beziehung zum Spiel, wenn ich als Magier das Auge Innos von Pyrokar fordere oder als Söldner bzw. Drachenjäger später. Und das war wirklich enorm und wie gesagt, das fasziniert mich an Gothic bis heute. Ja, also wie gesagt, da kann ich dir nur zustimmen. Ich meine, ich habe damals auch mit Gothic 2 angefangen, mit dem Original ohne die Nacht des Herrn damals. Siehst du? Ja, hatte ich auch diese Sache. Und die Sache ist die, ich wusste nicht, wie ich in die Stadt komme, weil ich Lester nicht gefunden habe damals, um diese Kräuter und so weiter und Bauernkleidung und so. Da kann ich auch gerade was zu sagen. Ich habe Lester auch am Anfang nicht gefunden. Ich fand diesen Goblin schon so, ich wollte da nicht hin. Und irgendwann mittendrin da war ich aber schon in der Stadt, da habe ich irgendwann mal diesen Marvin-Mode rausbekommen. Weiß nicht, muss ich ja im Internet gelesen haben, irgendwie so. Und dann habe ich eben auch diese Taste F8 gefunden. Fliegen. Und dann bin ich einfach mal durch die Welt geflogen und habe dann irgendwann auch dieses Tal überflogen, in dem Lester ja sitzt. Mhm. Und mein erster Gedanke war, da sitzt ein Glatzkopf am Feuer, bloß nicht dahin gehen, der greift dich an. Weil ich ja auch mit Gothic 2 gestartet habe und Lester ja gar nicht kannte. Ja. Also, und ich hatte echt richtig, richtig Schiss davor. Und irgendwann, ich habe dann als Milizsoldat gespielt und ich glaube, ich hatte sogar, hatte ich schon die schwere Milizrüstung? Also ich war noch nicht in Kapitel 3, denn ich hatte Lester noch nicht getroffen. Ich weiß, es ist auch 20 Jahre her. Aber jedenfalls, ich bin dann gut ausgerüstet doch mal dahin gegangen. Und dann war ich total enttäuscht, als der gesagt hat, hey, du bist es. Ich denke, das ist jetzt der Hardcore-Bandit und ich finde da eine coole Waffe oder was auch immer. Und dann ist das nur dieser kiffende Ex-Novize. Also, Ja. wirklich, da habe ich auch geguckt. Ja, und bei mir war es halt so, dass ich nicht wusste, wie ich in die Stadt komme. Und ich bin dann wirklich übers Wasser damals in die Stadt gekommen. Dann kam Laris mit, wie bist du dahergekommen? Und mit diesen Aussagen damals. Und da war ich auch so, what? Okay. Ich wusste nicht, dass das Spiel das vorsieht, dass man das auch machen kann. Einfach, dass man in die Stadt kommt, ohne irgendwie durchs Tor zu kommen oder was auch immer. Das hat mich damals auch so verwundert. Ja. Und zu den Sachen, dass man immer was Neues entdeckt, das ist mir vor kurzem ja auch mal passiert. Mhm. Beim letzten Durchspielen auf der Switch, wo ich selber jetzt durchgespielt habe, ist mir aufgefallen, dass man da bei Xardas, bei dieser Höhle, wo dieser Bandit ist am Anfang, wo dir auch erzählt, wer Dexter ist, dass du da hochspringen kannst und da hinten auch ein Ring und so Ring oder ein Amulett liegt da. Und dass da auch noch ein paar Monster oben sind. Das habe ich, obwohl ich so viel entdeckt habe im Spiel, habe ich das noch nie entdeckt. Das habe ich nur einfach so mal gedacht, das kann man doch hochklettern eigentlich schon. Muss ich mal probieren. Und das hat sich schon wieder gelohnt. Ja. Das ist. Und Man findet wirklich immer noch irgendwas. Das Ja. ist wirklich. Das stimmt. Mhm. Und ich finde das auch faszinierend, mit welcher Liebe zum Detail das teilweise auch gemacht worden ist. Mhm. Ich meine, was du jetzt gerade erzählst, dieser Bereich hinter der Banditenhöhle, da findest du ein Amulett und das Amulett ist ja auch gildenspezifisch, denn das Richtig. findest du erst ab Kapitel 2. Das heißt, man hat sich sogar darüber Gedanken gemacht, welches Amulett welcher Fraktion im Grunde am meisten gerade nützt. Und das finde ich schön. Oder auch ein anderes Beispiel ist, wenn du Skelette findest, dann haben die oft noch einen Heiltrank dabei oder die haben Lederbeutel dabei oder halt eine rostige Waffe oder so. Das heißt, mit der Welt hast du eigentlich auch eine Geschichte. Da ist dann jemand und
und der ist irgendwie zu Tode gekommen und du kannst anhand von dem, was da rumliegt, dir dir eigene Geschichten ausdenken, was eigentlich da passiert sein könnte. Ja, das stimme ich dir auch voll zu. Das hat wirklich immer irgendwie, auch die Grabsteine haben ja auch manchmal lustige Sachen dabei und so weiter und so fort. Ja. Das ist wirklich eine richtig coole Sache. Wie gesagt, Gothic einfach. Die Hm. Atmosphäre einfach, ja. Genau. Ja, so. Meine nächste Frage wäre, dass deine Hochprinzen, sind die dazu gekommen, diese Faszination mit dir zu teilen? Ja, also vielleicht sollte ich dazu mal sagen, dass Gothic sich ja durchaus sehen lassen kann, auch aus heutiger Sicht noch. Selbst wenn man jetzt die alleraktuellsten Spiele gewohnt ist und natürlich höre ich auch immer mal wieder sowas wie Fortnite und Minecraft und Roblox und so aufploppen, aber trotzdem hat Gothic ja immer noch unheimlich viel zu bieten. Denn erstmal ist das ganze Setting ja zeitlos. Ich meine, es folgt nicht einem Trend, sondern es ist ein Fantasy-Spiel und das kann theoretisch auch in 100 Jahren noch ein Fantasy-Spiel sein. Das ist überhaupt kein Problem. Und mit den ganzen Patches und mit den ganzen Modifikationen, die die Community bereitgestellt hat, kann man Gothic ja auch wirklich nochmal richtig pimpen. Also ich will jetzt nicht das Ur-Gothic kritisieren, das war für damalige Verhältnisse auch schon super, aber wenn man natürlich dann mit grafischen Effekten, die damals einfach nicht möglich waren, am Wasser oder mit den Schatten oder so, da noch ein bisschen raufsetzen kann, dann sieht das schon wirklich, wirklich gut aus. Und die Sache ist, muss ein Spiel überhaupt den neuesten technischen Möglichkeiten folgen, um gut zu sein? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, nein. Ich glaube, es muss einfach, es muss vom Setting und von der Atmosphäre passen und es sollte auch von der Grundhandlung sinnig sein. Und dann ist das überhaupt kein Problem. Ich spiele ja auch zum Beispiel noch Stronghold. Das ist eine 2D-Grafik. Das ist also Stronghold 1, ne? Also nicht die 5000 Nachfolge-Edition, sondern Nee, nee, das Stronghold ist auf jeden Fall so Ur-Stronghold. oder so toll. Die spiele ich auch heute noch. Ja. Und ich habe mir zum Beispiel damals Stronghold 2 gekauft und da war ich im Grunde enttäuscht, weil so komisch das auch klingt, Stronghold 2 wirkte auf mich unechter als Stronghold 1. Weil du irgendwie gefühlt die ganze Zeit nur irgendwelche ähm, Farbschemata hast aufleuchten Hm. sehen, so und so kann man das machen, so und so kann man das bauen. Und das wirkte so, ja, ich weiß auch nicht, das hat die Immersion so gestört. Die Naja, Soldaten aber sahen auch viel schlechter aus. Ich fand wirklich, ich weiß nicht, mir haben die Soldaten in den 2D-Teilen davor viel besser gefallen, wie sie ausgesehen haben. Und auch ja, realistischer als das. stimmt. Die Soldaten sahen auch wirklich 0815 Hm. aus. Das war halt, ja, das war irgendwie so zusammengebastelt, fand ich nicht schön. Sah aus wie Also, Tower Defense ein bisschen, irgendwie. und, und fand ich im Übrigen auch von der Sprachausgabe nicht schön. Also, ich fand auch die Sprachausgabe bei den Soldaten von Stronghold 1 deutlich Hm. markanter und deutlich einprägsamer als dieses, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, also in Stronghold 1 habe ich gerade im Kopf, wir folgen euch her oder so. Mhm. Aber in Stronghold 2 was war das nochmal? Da weiß ich gar nicht Ah, mehr so wirklich, was da weiß war. ich Ich auch habe nicht. das so gut wie gar nicht gespielt. Aber da siehst du mal, das ist halt Mhm. nicht so einprägsam. Ich weiß, dass da auch einige Gothic-Sprecher mit drin waren, das fand ich dann irgendwie cool. Also ich glaube, der Held da wird von Dieter Gring, also von dem, Mhm. oder Grieg, dem Sprecher von Milton jedenfalls gesprochen. Mhm. Und die Sprecher von Roba und Diego sind auch drin. Mhm. Ähm, ja, aber um mal zur Frage zurückzukommen, um die ich hier Mhm. jetzt rumeiere. Ähm,
ja, ich habe dann irgendwann mal die Computerspiele vom Dachboden runtergekramt und ich wollte einfach meinen Söhnen zeigen, guck mal, was es noch so gibt. Ja, und da war eben auch Gothic bei. Und Gothic war eins der wenigen Spiele, die wir auch gestartet bekommen haben, denn die meisten meiner PC-Games, ich meine, die sind 20 oder wenigstens 15 Jahre alt. Und Windows 10 hat ja irgendwie so ein komisches Prinzip, dass irgendwie alle alten Spiele als Kopien klassifiziert werden und deshalb nicht gestartet werden können oder irgendwie sowas. Manche auch als Virus, lustigerweise. So ganz als Ja, Spiel habe ich manche, die werden als Virus angezeigt. also ich hab mir tatsächlich Mhm. auch ein paar Spiele wie Siedler oder Stronghold auch nochmal als Neuauflage gekauft, Mhm. damit ich das überhaupt mal wieder spielen kann, obwohl ich die alte Version habe, die aber nicht mehr gestartet kriege oder Windows 10 oder Windows 11. Mhm. Naja, und dann haben wir so die verschiedenen Spiele uns angeguckt und meine Söhne waren auch gleich fasziniert, weil auch sie dieses Prinzip der spielerischen Freiheit so nicht kannten. Es gibt die spielerische Freiheit in Aufbauspielen. Okay, du kannst halt dein Haus dahin bauen oder du baust es halt weiter rechts. Das war spielerische Freiheit in deren Augen. Mhm. Oder halt, ja, mit diesen Simulatoren, die es da gibt. Mein Ältester spielt ja auch LS22. Ja, ob du da nun Weizen oder Mais anbaust oder so, das ist halt spielerische Freiheit. Mhm. Aber sowas wie bei Gothic mit den verschiedenen Quests, mit den verschiedenen Lösungsmöglichkeiten für Quests, das kannten auch die nicht. Und ja, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie generationenspezifisch ist, denn diese, ähm, ja, dieses Prinzip der spielerischen Freiheit, was Quests und Questlösungen angeht, also ich glaube, das ist immer noch nicht so gang und gäbe, dass das in jedem Spiel drin ist. Ja, das ist schon richtig. Und ja, dann können wir gerne zur nächsten Frage kommen. Wie bist du auf zu dem Menü Hochkönig gekommen? Ich finde es wirklich cool, wie du diesen Charakter da eingebracht hast auf deinem Kanal. Wie du dann auch diese Shows gemacht hast, wie du auch ja schon gestern erwähnt hast, bei deinem neuesten Video jetzt auch. Mit dem Taste of Corines. Das war ja auch richtig lustig, wirklich gut. Also, und ich immer so als Moderator oder bei diesen Interviews mit den Gothic-Charakteren, die du auch mal gemacht hast. So. Ja, das fand ich echt toll. Ja, das Ja, freut mich sehr. Also das ist ja auch das Anliegen, das ich einfach mit dem Kanal verfolge. Ich möchte einfach meine Liebe zu diesem wunderbaren Spiel verbinden mit, ja, meiner Leidenschaft dafür, solche Videos zu gestalten, solche Filmchen zu gestalten. Und da sind wir vielleicht schon bei des Pudels Kern. Ich habe ja schon gesagt, ich hatte so eine Filmgruppe früher, bis die dann alle in alle Richtungen in Deutschland weggezogen sind. Ich meine, wie das halt so ist nach der Schule. ja, Ich habe ja. auch zu fast allen noch Kontakt, aber ja, in dem Bundesland sieht man sich halt nicht so häufig. Äh, naja, und wir haben ja nicht nur Filme gedreht, wir haben ja auch Filme geschaut. Und wir waren regelmäßig in Kinos und haben eigentlich alles geguckt, was da so lief. Und der Name Hochkönig entstand auch durch einen Film. Und zwar war das der erste Film der Narnia-Reihe. Ähm, und das sind ja diese 4 Kinder, die dann in das Reich Hm. Narnia kommen und die werden äh, als Hochkönige benannt. Oder wird nur der eine als Hochkönig Ich benannt? glaube nur der eine. Ich glaube, der Rest war so Familie sozusagen dafür. Also ich habe ja auch Narnia damals geguckt. Hm. Also, dann war Ich es bin nur mir auch der nicht so eine. 100% sicher. Ich denke auch eine, aber Ja, gut, ist ja gehopst wie gesprungen. Jedenfalls genau. kam dieser Ja, Begriff Hochkönig davor, von dem Peter heißt der, glaube ich. Peter und Edward. Wie die Mädchen heißen, weiß ich nicht. ich auch nicht mehr. Und ja, weil ich halt so auch im Grunde der Leiter der Filmgruppe war und ich sag mal auch so ein
auch wenn das jetzt echt arrogant klingt, aber auch so ein bisschen den Ton angegeben habe im Freundeskreis, haben die gesagt, ja, dann bist du halt unser Hochkönig. Und dann kam das und das war eigentlich nur ein Scherz und alle lachen und so. Und dann bin ich diesen Namen bis zum Abi nicht mehr losgeworden. Die haben mich immer so genannt. Die haben mich im Unterricht so genannt. Das war irgendwie so ein. Die haben das so oft gemacht, dann hat das irgendwann alle genervt. Und gut, ich war nicht der Einzige mit einem Spitznamen. Also ich weiß, der eine, den haben wir Puffratte genannt. Aber nur weil er so genannt werden wollte. Aber gut, seine Sache. Dann wir hatten noch Trollkönig, wir hatten Gollum, wir hatten alle möglichen Spitznamen. Ich glaube, da bin ich mit Hochkönig noch ganz gut weggekommen. Ja, schon, schon, ja. Ja, und dann habe ich einfach gedacht, okay, jetzt mach ich diesen YouTube-Kanal, dann nehme ich den. Dann nehme ich den Spitznamen für den YouTube-Kanal Namen. Ja, und so kam das. Also das sollte nie ausdrücken, dass ich mich jetzt irgendwie über alle stellen will. Das sollte auch nie ausdrücken, dass ich ein sehr begabter Bergsteiger bin. Also ich glaube, es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Hochkönig, also noch einen YouTube-Kanal, der heißt Hochkönig, der, da sehe ich immer so verschiedene Alpenvideos oder so. Ich glaube, das bezieht sich auf Bergsteigen. Also so gut bin ich nicht im Bergsteigen, dass ich deswegen mich Hochkönig nenne. Ich glaube tatsächlich, ich kenne dich auch nur dich als Hochkönig. Das wusste ich jetzt noch nicht, aber auch schon lustig zu hören, dass es das auch noch gibt. Ja. Ja, Ja, und so entstand dieser Name. okay, das ist ja cool. So, jetzt die nächste Frage. Ja. Wie lang dauert es denn immer so, bis du so ein Video vom Konzept bis zur Veröffentlichung fertig hast? Wie lange dauert das bei dir immer sowas? Ist ja echt viel Das, Arbeit eigentlich. ja, das ist viel Arbeit, definitiv. Aber das ist ganz schwer zu sagen, weil ich ja auch ganz viel Verschiedenes mache. Ich, ähm, also einmal liegt es an den Formaten. Die sind einfach alle verschieden und die brauchen alle verschieden viel Zeit. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich mache so ein typisches Info-Meinungsvideo. Mhm. Also wie zum Beispiel, ich hab neulich irgendwann mal gesagt, wie ich Gothic 3 verbessern würde. Mhm. Und das Video geht, glaube ich, so 20 Minuten. Das ist ja schon relativ lange. Aber das ist in der Produktion nicht wirklich lange. Denn ich mache mir ein paar Gedanken, ich schreibe mir was dazu auf, dann spreche ich das ein und dann unterfüttere ich das halt mit Musik und mit ein paar Szenen. Und dann ist das relativ schnell gemacht. Also ich glaube, das Video habe ich so an 2 Nachmittagen fertig gemacht. Also kannst du sagen, was weiß ich, vielleicht so 6 Stunden Mhm. Produktionszeit fließen da rein. Dann Ja, habe ich aber, mhm. dann habe ich aber auch noch andere Formate wie Sketche, die dauern auch ein bisschen länger. Also man denkt das immer so, okay, der Sketch, der geht jetzt 4 Minuten. Ja, den hat der Hochkönig ja wahrscheinlich so in einem guten Stündchen fertig gehabt. Nee, so ist das nicht. Das frisst auch extrem viel Zeit. Also für einen Sketch ist man schon so ein Wochenende beschäftigt. Das kann man schon so sagen. Es kommt natürlich immer dann drauf an, was für ein Sketch man eigentlich macht. Macht man einen Sketch zum Beispiel, wo viel, äh, wo viel Dialoge drin sind. Das geht relativ schnell, sag ich mal. Du lässt zwei NPCs miteinander reden, nimmst das auf, machst ein paar Dialoganimationen, schnippelst das nachher zusammen, dass das schön aussieht. Das geht relativ schnell. Aber wenn du dann verschiedene Szenen erst bauen musst, einrichten musst, dann ist das Item immer ein Stückchen zu weit links, jedes Mal. Ähm, dann musst du das nochmal, anders hinlegen. Und anders hinlegen bedeutet meistens ja, du bist ein NPC, du hebst es auf, du Und stellst dich links. woanders hin und wirfst es ab. Also ich benutze auch die Architect-Mod, die ist ziemlich gut, um Gegenstände ein bisschen anders zu positionieren, aber die funktioniert nicht immer. Und dann muss ich im Zweifelsfall doch mal so ganz old-fashioned
als NPC die Sachen da abwerfen. Also, wie gesagt, kann sehr lange dauern. Und jetzt so im Vergleich zum Beispiel eine Folge The Taste of Corines, die geht immer ungefähr 20 Minuten. Das ist ja im Grunde ein langer Sketch mit Kochbezug. Also da sitze ich 40 Stunden dran. Also die brauche ich, um das fertig zu machen. Es kommt mir aber persönlich eigentlich auch gar nicht so lange vor, weil ich viel auch mal so nebenbei mache. Ich habe mein iPad, da habe ich die Skripte von allem, was ich so machen möchte, in der Cloud gespeichert. Ich kann da mal eben rüber gucken. Ich kann da noch einzelne Sachen abändern. Ich recherchiere auch für The Taste of Corines nach Kochrezepten. Auch das mache ich mal so zwischendurch und überlege mir, okay, müssen die da jetzt noch Honig ranhauen, damit es sinnvoll klingt oder nicht? Und naja, und so machst du halt viel nebenbei, wenn du mal ebenso Zeit hast. Und dann fällt es dir gar nicht auf, dass es so eigentlich am Stück total viel ist. Aber wie gesagt, es ist auch sehr schwierig, das wirklich mit Zeit zu bemessen, weil es halt auch so unterschiedlich ist, was dir halt gerade gelingt. Ich habe auch so meine Phasen, da sitze ich wirklich eine ganze Stunde an einer blöden Szene, die nicht gut funktioniert. Oder ich verbringe wirklich eine halbe Stunde mit einem Satz im TTS, weil mir der einfach noch nicht gefällt. Und weil ich dann überlege, wie ich sonst machen könnte. Und dann gibt es genauso auch Phasen, da, ähm, da arbeitest du die Szenen einfach so akribisch durch und es klappt alles. Also man kann so sagen, ein Sketch, ein gutes Wochenende, also vielleicht so 10, 12 Stunden und The Taste eben entsprechend mehr. Ein Challenge Run ist jetzt schwierig zu klassifizieren, weil ich das so eigentlich gar nicht bemerke. Ich spiele ja das Spiel und achte eigentlich gar nicht darauf, wie lange das Spielen dauert. Das dauert dann in der Nachbearbeitung halt relativ lange, weil man sich dann auch überlegen muss, was für lustige Sachen die noch sagen könnten. Ja, und so sieht das dann aus. Also, wie gesagt, schwer, das wirklich mit einer Zeit festzuhalten. Ich habe jetzt sehr lange um heißen Brei herumgeredet, weil es halt wirklich schwierig ist, weil es sehr unterschiedlich ist, einmal was dir gelingt und wie aufwendig das halt gerade ist und du halt auch nicht da sitzt mit der Stechuhr, ne? Das ist ja nicht, wie man sich das auf der Arbeit vielleicht vorstellt, oh, noch eine halbe Stunde, ich pack mal zusammen. Das ist, Ja. das ist eher so ähm, nach dem Prinzip, mache ich diese eine Szene noch oder gehe ich jetzt doch ins Bett? Und in der Regel mache ich die eine Szene noch. Ja, vollkommen verständlich, ja. Aber so ein Taste of Paris braucht, so eine Folge braucht auf jeden Fall lange. Ja. Das ist ja klar. Nee, nee, okay, verstehe. So, dann machen wir so ein kleines Gespräch über alle Gothic-Teile, wie ich ja schon mit Mhm. dir angekündigt habe. Und Mhm. wir gehen von Teil zu Teil mit den ganzen Themen durch, die wir so geplant haben. So. Ja. Und dann fangen wir erstmal damit an. Erstmal grundsätzlich, was ist jetzt dein Lieblings-Gothic-Teil? Ob mit Add-on oder nicht oder wie auch immer. Ja, also ich hebe mich da nicht groß von der gängigen Meinung ab. Also zumindest alle, mit denen ich so Kontakt habe, oder fast alle, haben gesagt, Gothic 2, die Nacht des Raben, ist das beste Gothic. Und das finde ich auch. Es ist natürlich immer die Frage, was einem gerade gefällt. Und welcher Punkt in dem jeweiligen Gothic wirklich ausschlaggebend dafür ist, zu sagen, das ist mein Lieblingsgothic. Aber wenn ich jetzt sage, ich versuche alle Faktoren zu berücksichtigen, dann kann ich sagen, dass die Nacht des Raben zwar nicht in allen Punkten am allerbesten ist,
aber im Gesamturteil für mich einfach am besten abschneidet. Da würde ich mich auch dir anschließen. Ich bin auch bei der Gothic 2 Nacht des Raben. Es ist einfach das bessere Komplettpaket sozusagen, ja. Ja, genau. Genau, das ist es. So. Dann fangen wir mal mit Gothic 1 an. Mhm. Wie würdest du die Spielwelt jetzt da beschreiben? Also die Spielwelt in Gothic 1 ist, wenn man mal bedenkt, wie klein die Welt von Gothic 1 eigentlich ist ist die gestalterisch sehr schön dargestellt worden. Einmal ist es auffällig, was für verschiedene Landschaften wir da haben, obwohl es wie gesagt so eine kleine Welt ist. Wir haben nicht einfach nur so ein bisschen zerklüftetes Gebirge, weil da ja halt Minen sind, sondern wir haben verschiedene Flüsse mit verschiedenen Strömungsgraden. Wir haben das Meer, wir haben Strand, wir haben Wald, wir haben Weite im Grunde, wir haben auch Gebirge, ein Stück weit zumindest. Also die Spielwelt an sich ist schon mal sehr schön unterschiedlich dargestellt worden, schön ausgearbeitet worden. Was mir aber im Vergleich jetzt bei Gothic 1 immer wieder auffällt, ist, dass diese schön gestaltete Spielwelt auch recht leer wirkt. Ich meine, rein von der Lore her könnte man das natürlich auch irgendwie begründen, warum da halt nicht viel los ist, aber ich finde es manchmal schon sehr schade, wenn ich so in so Gegenden komme, wo ich mir denke, ist jetzt hier einfach irgendwas vergessen worden. Ich habe zum Beispiel auch den Eindruck, dass die Pflanzen irgendwie so reingesetzt wurden. Die Viecher jetzt eher nicht, denn die Tiere haben ja meistens auch einen Grund, warum sie dastehen. Es ist ja logisch, dass Orkunde nicht unbedingt auf dem Weg zum alten Lager stehen. Ja, Gott sei Dank. Ähm, ja. also bei denen habe ich nicht das Gefühl, aber so gerade so bei den Pflanzen und dann finde ich es auch schade, dass die Pflanzenwelt so, ja, so langweilig ist in Gothic. Ich meine, also in Gothic 1, du kannst Kräuter finden, die regenerieren 22 Leben und du kannst Kräuter finden, die regenerieren 26 Leben. Und da frage ich mich auch, ja, so what? Warum? Wo ist der Mehrwert in dem Sinne? Und bevor wir jetzt wirklich zu Gothic 2 kommen, aber doch einmal als Vergleich, da ist das ja ganz anders. Da wirst du ja quasi belohnt, weil du dich so weit vorgewagt hast und doch noch einen Kronstöckel findest. Ja, und das finde ich an der Spielwelt von Gothic 1 so ein bisschen schade, weil du dann auch gar nicht mehr so die Motivation hast zu erkunden und erkunden ist ja das Prinzip von Gothic. Sollte es jedenfalls sein. Und Ja. stattdessen hast du in Gothic 1 Höhlen, in denen gar nichts ist oder Höhlen, in denen ein Mannertrank liegt. Ja, das ist ein bisschen schade. Da hätte man vielleicht noch so ein bisschen reinsetzen können und einige Mods haben das ja auch schon getan. Ja, Hm. das stimmt. Aber ich finde ja jetzt auch bei der Gothic 1 Spielwelt, aber eins haben sie wirklich gut gemacht, das hast du ja auch schon erwähnt. Die Übergänge sieht nicht aus, als ob das irgendwie zu Biom geht, sondern das sieht so aus, als ob es genau wirklich so passt. Die Hm. Übergänge vom Wald oder wie auch immer. Ich glaube, du weißt, wie ich das meine. Ja, ja. Ich finde die Du hast, Übergänge wirklich echt schön gemacht. die sind nicht mit einer Linie Ja. gezogen. Ja. Was weiß ich, bis hierhin ist Strand und Mhm. daneben ist auch auf keinen Fall ein Sandkorn, sondern es wirkt dadurch natürlich auch authentischer. Weil Ja. wenn du in Real Life von einem Strand irgendwie keine Ahnung, zu einer Weide kommst oder so, dann ist das ja auch nicht mit dem Lineal abgetrennt. Es sei Ja. denn, der Bauer hat das so gewollt, aber, Ja. aber sonst eigentlich nicht. Nee. Und an sich tut man ja die Lore trotzdem gut einfließen lassen. Natürlich, es gibt zu viele leere Orte, muss ich leider auch dazu sagen. Aber ich finde es auch gut mit den Orklager da, mit dem Orkgebiet.
Hm. Mit den Wachen. Auch die liebe Person in den Bergen, die. Wie hieß die nochmal? Die in den Bergen, in dieser Berghöhle drin ist. Gilbert? Genau, Gilbert, ja. Hm. Auch diese Person, die einfach nur keine Lust hat auf die ganzen Gilden dort und so weiter und so fort. Und dass man dann zum Beispiel auch in Gothic 2 dann einfach einen Brief von ihm dort findet, wenn man in Hm. Gothic 2 denselben Ort nochmal besucht. Ja, das stimmt. Das, ich meine, die haben das sofort mit einbezogen. Und, Ja, und, und was auch schön ist, dass die Landschaft in Gothic 1 auch mit den NPCs verbunden ist. Wir haben nicht die drei Lager und da sind halt alle Leute drin, sondern du triffst ja die Jäger auf dem Weg zwischen den Lagern, dann mhm. Gorner Drack oder wie der heißt mit seinem Azubi, tigert da von alter Mine zu Mhm. Sumpflager. Ähm, das bedeutet, die Spielwelt wird ja auch genutzt und wahrgenommen, auch von den NPCs. Und das ist ja auch noch so ein Punkt, der mir bei Gothic einfach so unheimlich gut gefällt. Du bist nicht die einzige aktive Figur in dieser Welt. Natürlich treibst du das Spielgeschehen voran, das ist klar. Aber man hat nicht das Gefühl, dass alle NPCs nur darauf warten, dass du da bist. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Die Welt könnte auch ohne dich weiterleben, sozusagen. Es gibt ja auch Mods, die Genau. zum Beispiel so ein bisschen eine Vorgeschichte erzählen, wo man auch sieht, dass es auch gelebt hat, wo man dann sozusagen dieses alte Lager und so weiter sieht, wie es früher aussah, wie da noch nicht alles aufgebaut war und so weiter und so fort. Mhm. Ja, das ist wirklich gut gemacht. Ja. Und natürlich, es gibt ja noch die Diskussion mit Xardas Turm, Mhm. dass der da halt nicht so reinpasst, wie er ist. Aber sie haben ja trotzdem was daraus gemacht. Ja. Natürlich Logiklücke ein bisschen, aber sie haben was daraus gemacht. Und Mhm. trotzdem finden wir es alle toll als Gothic-Fans am Ende. Ja, Ja, definitiv. ja. So, und jetzt zum Fantasy-Style in Gothic. Oder wie gesagt, in ganzen Fantasy-Universen, wie auch Mhm. immer, Herr der Ringe oder was auch immer. Ja. Was würdest du dazu sagen? Ja, also vielleicht sollte man ja dazu sagen, Fantasy ist ja nicht gleich Fantasy. Also es gibt ja in Ja. jedem Genre auch zig Subgenres, die Mhm. unterschiedliche Ausrichtungen haben. So wie ich sage, ich bin ein Rocker, Mhm. äh, dann kann ein anderer Musiker um die Ecke kommen und sagen, nee, ich bin ein Rocker, weil die einfach ganz unterschiedliche Ansichten haben. Also Was Rock ist zum Beispiel. man kann natürlich sagen, man pflegt so ein Rock wie, ja, wie Black Sabbath zum Beispiel, die ich schon eher, also ich nehme Metal noch auch eher so in der Hardrock-Schiene sehe. Oder ich kann sagen, ich mache so einen Rock wie Andreas Gabalier. Also, das ist ja ein starker Unterschied. Und das ist bei Mhm. Fantasy eben auch so. Ich meine, wir haben keine Harry Potter Fantasy mit Einhörnern Mhm. und Wichteln, sage ich mal. Wir haben auch keine Herr der Ringe Fantasy mit Zwergen und Elben. Wir haben, ja, eigentlich eine Art von Fantasy, wie ich sie sonst gar nicht kenne. Wir haben ja auch keine Narnia-Fantasy, zum Beispiel auch, wie wir vorhin schon Narnia Genau. erwähnt haben jetzt einmal. Ja. Gott sei Dank. Ja. Also, wenn ich jetzt in Gothic, keine Ahnung, einen sprechenden Biber oder so treffe, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde. Sehr geschockt. Gothic 5 Wahrscheinlich. dann. Ja. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder. Jetzt muss ich mich erstmal beruhigen von diesem Gedanken. Ich Ähm, auch, ich auch. Ich würde Angst ne, bekommen. nein, wir haben ja wir haben ja wir haben ja in Gothic fast so eine Form von Fantasy, also die ich sonst eigentlich gar nicht kenne. Ähm, wir haben Tiere, die es nicht gibt. Das sind also irgendwelche Fantasy-Monster, aber die Fantasy-Monster ähm, also sind zum großen Teil, würde ich sagen, auch sehr tierisch in ihrem Auftreten, sage ich mal, wenn ich das jetzt
richtig ausgedrückt habe. Also wenn ich mir solche Tiere, wenn ich mir solche Monster vorstelle, wie Varge oder wie Snapper oder wie Lurker oder auch Varane, die es auch nicht in dieser Form gibt, dann wirken die trotzdem wie Tiere. Dann wirken die wie monströse Tiere, aber doch wie Tiere. Und dann gibt es halt diese paar Gestalten, die offensichtlich durch Magie entstanden sind, wie Dämonen und Golems und Skelette und sowas. Ja, und dann haben wir noch so ein paar Fantasy-Sachen. Sowas wie Orks oder wie Goblins oder so. Also, das sind ja offensichtlich, das sind ja offensichtlich dann schon, ich sag mal, Typisch humanoid. Fantasy. Ja, Also, ja. aber humanoidere Mhm. Tiere. Mhm. Wobei Orks sind ja gar nicht Tiere, das erklärt uns Xardas ja in Gothic 1. Ähm, Ja. ja, also, genau, wir haben also eine ganz andere Art von Fantasy. Eine Fantasy, die nicht dadurch besticht, dass sie uns, ich sag mal, verzaubern soll, sondern wir haben eine düstere, bedrohliche Fantasy. Und das finde ich unheimlich gut. Das finde ich richtig gut, denn das passt auch genau zu dieser Spielwelt. Und es passt genau, dass auf der Brücke ein Monstrum aus Stein steht und eben nicht ein Centaur oder sowas. Mhm. Und das finde ich richtig gut an dem Genre in Gothic. Und das zieht sich im Grunde auch querbeet durch die Gothic-Reihe. Ich habe damals zu diesem Golem, als ich mich überhaupt nicht mit ähm, Editieren ausgekannt habe, so einen Sketch mit diesem Golem gemacht. Mhm. Und da habe ich so den Helden als vollkommen einen Idioten dargestellt, der keine Ahnung hat, wie er einen Golem töten soll. Und so weiter und so fort. Da habe ich dann wirklich so Sachen gemacht wie, er hat eine Fleischwarte zur Hilfe gerufen, damit er den Golem besiegen kann, weil er ihm keinen Schaden macht. Und solche Sachen habe ich dann gemacht damals. Oder dann ein paar vom alten Lager gerufen, die kommen vorbei. Dann fängt er an, diese Rohan-Rede zu machen mit den Speere, Splittern und alles. Will er reingehen und die anderen sind alle abgehauen hinter ihm plötzlich. Und er geht dann alleine ran, auf Eolingas und so und alleine rein und stirbt wieder der Held. Das klingt gut. Und auch dann noch so seine Rüstung verändert sich ja auch immer noch vom Spielverlauf, weil er immer bessere Rüstung hat und immer trotzdem nicht da durchkommt. Ich will das irgendwann mal jetzt dann, wo ich mich ein bisschen besser editieren kann, auch nochmal remaken, das, was ich früher gemacht habe. Weil ich Hast du fand das denn die, eigentlich lustig. hast du denn die Urversion hier bei YouTube drin? Ja, ich hab die doch da drin, ja. Kannst du dir mal ansehen. Das Auf ist jeden schlecht Fall. bearbeitet, aber auch mit Marvin Mode und alles und trotzdem ganz lustig eigentlich. Mhm. Ja. Ich werde die auf jeden Fall mal remaken. So, genau. Ich wollte jetzt was anderes zu sagen, aber mir ist das gerade eingefallen, als du mit dem Golem erwähnt hast. Ah ja, genau, die Fleischwanzen, finde ich, passen ja so oder so in diese harte Welt erst recht rein. Und dass die Mhm. auch Gerichte daraus machen und so weiter und so fort. Ja, das stimmt. Hm. Da sieht man auch mal, wie unterschiedlich, die NPCs sind in Gothic 1 auch schon. Du hast ja im Grunde du hast diese Welt vorgegeben in der Strafkolonie und im Grunde sind das ja alles Sträflinge, außer jetzt die Magier und Mhm. Lee eigentlich, sind das ja alles Sträflinge und man müsste ja meinen, ja, vielleicht ist der eine ein bisschen kräftiger als der andere, aber ansonsten sind die ja alle auf einem Level, ja, Pustekuchen. Da haben sich ja richtig hierarchische Strukturen gebildet und das ist ja auch echt interessant. Und wenn ich mir vorstelle, dass manche auch wirklich darauf angewiesen sind, so diese Viecher, die überall sind, wo Müll sind, zu kochen und zu essen, also egal was Snuff erzählt, mich würde das erstmal abschrecken, so ein Ungeziefer zu essen. Mich auch. Dann würde ich lieber irgendwelche Waldbeeren oder irgendwas anderes noch essen als das. Ja. Selbst Moleratfleisch, auch wenn ich Molerat jetzt auch, ich weiß nicht, für mich sind das wie kleine Schweine so ein bisschen. Ich Ja. weiß ja nicht. Ne. Aber trotzdem würde ich mich fragen, die sehen so schleimig aus, ob die dann auch so schleimig schmecken oder wie auch immer. Ich Mm. weiß ja nicht. Und der,
Und ich meine, also mich erinnert die auch immer an Schweine und auch Mhm. das Geräusch klingt ja so ein Ja, bisschen wie ein Schwein, aber es heißt ja Mole Rat. Es heißt ja im ja, Grunde Ratte. ja, Und vielleicht ist das ja auch einfach nur eine Ratte ohne Fell. Also ja. Möglich, ich möchte möglich. jetzt nicht unbedingt eine Ratte essen. Genau, ich Also, auch nicht. Und die sehen ja auch so schleimig aus, ich weiß nicht. Das ist halt so eine Sache. ja, Du nimmst das rohe Fleisch und jeder verarbeitet jedes rohe Fleisch gleich gefühlt, weil es ja alles dasselbe sein soll. ja. Das ist wirklich so. Mhm. Aber manche Mods haben das ja auch anders gemacht. Die haben ja dann auch verschiedene Fleischarten und das Fleisch vom Schattenläufer ist dann auch anders texturiert als das Mhm. Fleisch von einem Mole Rat zum Beispiel. Ja, Ja, das finde ich auch eigentlich ganz ja, interessant. das finde ich auch cool. Ja. Mhm. Ja. Die Glaubwürdigkeit besprechen wir, glaube ich, gerade so oder so nebenbei mit der Ja, Spielwelt. an Gerade. Glaubwürdigkeit kommst du ja nicht vorbei. Ja. Automatisch Das beim zieht Gespräch, sich wo wie wir ein, gerade machen. Ja. das zieht sich ja wie ein roter Faden dadurch. Ja. Hm. Ja. Ja, So. und Ja. vielleicht, wo wir gerade das Thema Glaubwürdigkeit Mhm. noch, noch mal extra betont haben, wir hatten ja schon die Immersion, also so diese lebendige Spielwelt, die um dich herum passiert. Ereignisse geschehen, NPCs stehen plötzlich woanders, haben andere Dialoge oder haben eben auch einen geregelten Tagesablauf, also machen auch irgendwas in ihrer Zeit. Ähm, Das macht das Spiel natürlich auch sehr, sehr viel glaubwürdiger, weil die Welt halt lebt. Die Gelebt. Welt ist lebendig um dich herum. Mhm. Auch dass Diego nachts irgendwie da weggeht in diese Turmruine und so weiter und so fort, Hm. wo man ja nicht wirklich weiß, warum er das macht. Aber das ist ja auch eine Sache. Er muss Ja, da irgendwas machen. Wir wissen nicht was, wir können uns alles denken dabei, aber genau. er macht da was. Er ist für irgendwas dort zuständig in dem Moment. Ja. Das sind halt so Sachen, ja. Hm. Wir wollten ja auch das Kampfsystem besprechen. Das ist ja bei Gothic 1 und 2 sowieso das gleiche. Das ist ja so ein Thema, wo wir jetzt sozusagen zusammenschließen. Wie findest du das Ja, Kampfsystem in Gothic? also ich würde jetzt nicht sagen, dass das gleiche ist. Es ist ähnlich, aber man merkt Mhm. ja, dass Gothic 2 so ein Stück reifer ist, was das Kampfsystem angeht. Mhm. Ich kann ja zum Beispiel ganz anders blocken. Ah ja. Ich habe automatisch ein Blocken zum Beispiel, wenn ich zurückweiche. Und das ist im Mhm. Grunde auch die Art, wie ich kämpfe. Ähm, in, in Gothic 2, also nicht in Gothic 1, weil es da nicht Mhm. klappt, aber in Gothic 2 ist mein Prinzip eigentlich zurückweichen und dann auf die richtige Situation warten und ja, zur Not macht der Idiot sowieso die Laufattacke und ich kann ihm in den Rücken schlagen, Ja. aber ansonsten ist das meine Art zu kämpfen in Gothic 2. Mein Sohn zum Beispiel, der macht das völlig anders. Mhm. Der steht wirklich wie ein Turm da, der blockt einen Schlag nach dem anderen, macht das auch 20 Mal hintereinander und dann haut der rein und dann liegt der andere auf dem Boden. Also eine ganz andere Art zu kämpfen. Ja. Ähm, was mir viel zu anstrengend ist und auch viel zu hektisch wird, wenn ich ständig auf die Angriffe aufpassen muss. Mhm. Da weiche ich dann doch lieber aus und blocke dadurch automatisch. Bei der In, Switch-Version hat mich das Ausweichen richtig genervt. Da musstest du eine extra Taste drücken, damit du gleichzeitig noch zurückweichst und blockst. Sonst ist er nur zurückgewichen und hat sich angreifen lassen. ja, So, so, so richtiger Blödsinn eigentlich. ich fand das Kampfsystem in der Switch-Version auch total merkwürdig. Du, du hast ja auch einen ein ganz großes Problem gehabt, überhaupt aus diesem Fokus auszubrechen. Ich meine, dann wolltest Mhm. du vielleicht einfach mal ein Stück zurückweichen, dann ging das aber nicht, weil deine Spielfigur immer auf den Gegner fixiert war und dich da kaum hat ausbrechen lassen. Mhm. Naja, jedenfalls vielleicht erstmal jetzt, wo wir die Unterschiede besprochen haben, die Gemeinsamkeiten. Wir Mhm. haben verschiedene Waffengattungen in Gothic 1 und in Gothic 2. Wir haben ja Einhänder, Zweihänder, Bogen und Armbrust und das ist ja erstmal eine schöne Art der Spielerweiterung, dass du eben verschiedene Kampfstile ausprobieren kannst. Und wir haben ja auch verschiedene
verschiedene Fähigkeiten. Das heißt, wenn du skillst in dem jeweiligen Bereich, dann hast du eine andere Kampfhaltung. Bei Gothic 1 hält er ja am Anfang noch das Schwert mit zwei Händen und später dann mit einer Hand. Dadurch kannst du schneller kämpfen. Also das finde ich ein sehr schönes Prinzip, denn ich kenne das aus ganz vielen Spielen nur so, dass du zwar kämpfen kannst, aber du kämpfst immer gleich. Und wenn du trainierst, dann ist dieser Schlag, den du ausführst, halt stärker und zieht mehr Lebenspunkte ab. Aber du siehst optisch keine Veränderung. Das heißt, du kämpfst genau gleich. Quasi von Level 1 bis zum letzten Level. Und das finde ich schade und das finde ich toll an Gothic, dass du deinen Fortschritt auch aktiv siehst. Also als Nahkämpfer, als Fernkämpfer, glaube ich, schießt du einfach ein bisschen schneller, aber das ist Ja, mir bei der jetzt Armbrust so. sieht man schon einen Unterschied. Bei der letzten Stufe tut er sich ja hinknien und mit der Armbrust schießen zum Beispiel. Ja, ja, stimmt. Genau. Und bei Genau. der Bogen hat er eine leicht veränderte Haltung beim Schießen, so ein bisschen sicherere Haltung. Kleines Okay, da, bisschen. Man da sieht muss ich. wirklich Da, nur, wenn du es dir genau ansiehst, siehst du, mhm, dass es ganz kleine Unterschiede gibt bei dem Bogen. Man sieht es mhm. fast nicht, aber wenn man genau darauf achtet, sieht man, dass er ein bisschen anders steht und beim Schießen dann. Okay, da muss ich unbedingt nochmal drauf Mhm. achten. Ja. Ja, aber das ist doch eine tolle Sache, Ja. dass du deinen Spielfortschritt halt immer so aktiv siehst und nicht einfach Mhm. nur dadurch, dass du jetzt mehr Gegner schaffst oder dass du die Gegner schneller besiegst, sondern Mhm. eben auch durch die Animation. Das Ähm, stimmt. was, was mir bei Gothic 1, ja, ich sag mal nicht fehlt, aber was ein schönes Topping noch gewesen wäre, wenn du noch so ein paar Kombinationsattacken gehabt hättest. Wenn du, davon mal abgesehen, dass in Gothic 1 das Kampfsystem ja sowieso ziemlich clunky ist, das Blocken nicht immer funktioniert und ich versuche auch einfach immer nur raufzusemmeln und irgendwie wird das dann meistens schon. Davon mal abgesehen, Mhm. wär's doch toll gewesen, wenn du durch verschiedene Tastenkombinationen vielleicht noch so einzelne Kombinationsattacken hättest. Das müssten ja gar nicht viel sein, aber vielleicht so zwei spezielle Angriffe mit dem Zweihänder noch zusätzlich. Ich weiß nicht, dass du vielleicht diesen Rundumschlag auch steuern, also besser steuern kannst. Oder dass du vielleicht auch mit voller Wucht einmal von oben schlägst und die Gegner umfallen oder so. Also ich glaube, das hätte noch ein bisschen aufhübschen können. Ich glaube tatsächlich schon, aber wir haben auch ein kleines Team gehabt. Ja, Und dafür war klar. das wirklich gut. Ja. Ja, keine Frage. Ja. Und ich finde auch die Kampfsysteme wirklich gut, aber es ist halt die Frage, was man eigentlich machen kann. Ja, da stimme ich Ja, dir auch vollkommen zu. ja. So. Was sagst du zum Schwierigkeitsgrad von Gothic 1? Ähm, also für mich ist Gothic 1 sehr leicht, kann ich mal sagen. Ich, es liegt aber auch daran, dass ich natürlich schon zigmal Gothic 1 durchgespielt habe und genau weiß, was ich wann wo machen muss, um die größtmögliche Erfahrung daraus zu ziehen Mhm. und um am effektivsten spielen zu können. Trotzdem finde ich, dass du, wenn du dich dir so ein bisschen reingefuchst hast, dass du eigentlich gar keine Hürden mehr hast. Selbst wenn du was ganz anderes skillst, dann hast du trotzdem immer noch genug Lernpunkte, um alles andere zu machen. Wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt Gardist geworden bin und dann verbannt werde aus dem alten Lager von den blöden Gardisten und Söldner werde und dann noch Wassermagier, dann habe ich ja alles nur in Kampf investiert, aber ich habe trotzdem noch genug Lernpunkte, um wenigstens Kreis 4 zu erreichen. Ähm, also du hast unheimlich viele Möglichkeiten in Gothic 1, wie du sehr einfach, sehr schnell, sehr stark werden kannst. Ja, Und ich finde, das hätte man so ein Stück weit abbremsen können.
Jetzt ist die Frage, wie macht man das? Man kann es natürlich machen, man macht die Lernpunktekosten irgendwann höher, so wie es in Gothic 2 ist. Das ist ja auch Mhm. durchaus äh, sinnig, sag ich mal. Wenn du als Anfänger besser mit dem Schwert werden willst, dann ist das wahrscheinlich noch relativ einfach. Und später, wenn du schon einigermaßen gut kämpfen kannst, dann ist es wahrscheinlich schwieriger, Meister zu werden. Da musst du mehr Training investieren. Das macht ja Sinn. Ähm, Viele Mods haben, oder was heißt viele, aber einige Mods, die ich kenne, die haben Gothic 1 ja auch schwerer machen wollen. Die haben es dann aber auf eine merkwürdige Art schwerer gemacht. Also dann ist es auf einmal alles teurer, dann kostet das Trainieren auch immer was. Dann nehmen die Händler vielleicht keine Sachen mehr an, die du so findest, weil sie sagen, diesen Ramsch brauche ich nicht. Das heißt, du hast dann plötzlich Erzprobleme, die du ja in Gothic eigentlich nie hast, Ja. weil selbst so lumpige Zähne 15 Erzbrocken bringen. Und mal ganz im Ernst, was will ein Typ in der Kolonie mit Zähnen? Was Oder macht was der will der damit? eine Händler mit dem allen Dingen, die du ihm gibst, der nie Ja, los wird? ja, das ist doch völliger Blödsinn. So gesehen ist es natürlich authentisch, wenn die Händler nicht jeden Ramsch annehmen, aber andererseits hast du dann ja auch keine Motivation mehr zu sammeln, weil du den Ramsch ja auch nicht brauchst. Ja. Ähm, ja, also es gibt verschiedene Arten der Schwierigkeit. Also ich kann mich, ich habe eine Gothic 1 Modifikation gespielt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Othello war oder die Definitive Edition. Ähm, Da war es zum Beispiel meiner Meinung nach wieder zu viel des Guten. Da hattest du das Gefühl, du durchläufst einen Höllenparcours, um zu Xardas zu kommen. Da sind zig andere Golems und das sind aber nicht die Golems, deren Herz du brauchst, sondern Mhm. der Golem, dessen Herz du brauchst, das ist dann noch irgendwie ein Endgegner und der ist noch versteckt und so. Und dann gibt es dann noch Yetis und was weiß ich nicht alles. Ähm, Was haben jetzt Jedis mit Gothic zu tun, ist die andere Frage. ja, vielleicht waren es auch Schneetrolle, irgendwie sowas. Jedenfalls hattest du das Gefühl, du durchläufst einen Höllenparcours, weil da auch zig Viecher waren, dann gab es auch Dämonenwölfe und was weiß ich nicht alles, alles Mögliche an Geschmeiß. Und dann habe ich so gedacht, das geht eigentlich in die falsche Richtung, denn ich glaube nicht, dass das Golem-Rätsel von Xardas mit diesen drei Golems und dem Sieg über die Elemente, dass es darauf ausgelegt war, dass du halt der härteste Kämpfer bist, sondern dass du einfach nicht doof bist, Ja. sondern dass du herausfindest, wie du die besiegen kannst und dass das also eher so eine Art Wissenstest ist, Mhm. als wirklich ein Stärketest. Und das ging für mich dann halt in die falsche Richtung. Aber vielleicht noch abschließend zum Thema Schwierigkeitsgrad. Ich finde den Schwierigkeitsgrad in Gothic eigentlich ideal, weil du ja im Grunde selber den Schwierigkeitsgrad bestimmen kannst. Und damit meine ich nicht am Spielanfang leicht, mittel, schwer, sondern du bestimmst ja im Grunde den Schwierigkeitsgrad, weil du selber entscheidest, was du in welchem Stadium des Spiels machst. Wenn du erfahren bist, dann kannst du dich in den Wald trauen. Wenn du sagst, okay, das geht noch nicht, naja, dann gehst du ins Lager, machst noch ein paar Quests, kaufst dir vielleicht eine bessere Rüstung und gehst dann in den Wald. Also du kannst dir das Spiel im Grunde so leicht oder schwer modellieren, wie du möchtest. Da gibt es natürlich noch ein paar Ausnahmen, weil manchmal musst du ja auch Sachen machen, aber selbst da gibt es ja Kniffe und Wege, die dann doch relativ einfach zu schaffen. Wenn du dir jetzt zum Beispiel ein paar Spruchrollen holst, bevor du zu den Orks gehst und da einfach ein paar Feuerstürme reinjagst, bevor du kämpfst, dann kannst du ja das Spiel, den Schwierigkeitsgrad ja doch nochmal abändern. Du kannst Geschwindigkeitstränke besorgen, du kannst Akrobatik lernen, dass du schnell wieder wegkommst. Also im Grunde gibt es ja nie die Situation, der Schwierigkeitsgrad ist unfair, weil du halt in großen Teilen das selber bestimmen kannst. Apropos, das erinnert mich jetzt auch nochmal an die Glaubwürdigkeiten der Welt.
Hm. Und da, wo man mit Diego diesen Troll da töten muss, sozusagen. Ja, Da liegt ja auch eine Schrumpfrolle beim Skelett. Sozusagen bei jemandem, der es versucht hat, weil er den Troll auch schrumpfen wollte und töten wollte. genau. Und dass das auch so zusammenhängt schon wieder mit der Welt, so richtig, das ist so richtig, so als ich das erste Mal als Kind gesehen habe, so gesagt, haben die sich was gedacht? Da haben Ja. sich was gedacht dabei. Und, und dieses Skelett, das hat ja auch noch eine Tagebuchseite da liegen, Mhm. wo ja der Plan drin steht, den Troll zu besiegen. Ja, Und Diego sagt direkt vorher, versuche eine Schwachstelle zu finden oder eine Möglichkeit, wie wir den Troll klein kriegen. Natürlich denkst du dir nichts dabei, weil es ist eine ganz gebräuchliche Redensart, jemanden klein zu mhm. kriegen. Aber es ist ja, wenn du so willst, wörtlich gemeint, du kriegst den Troll klein, weil du eine Schrumpfenrolle benutzt. Ja, eigentlich so Also, Flachwitzkalender. ja, also, schon vor dem Hochkönig gab es Flachwitze. Ja, das stimmt, ja. Okay, dann reden wir jetzt mal über die Charakterentwicklungen. Mhm. Jetzt, wie gesagt, zum Beispiel von seinen Freunden, vom Helden sozusagen. Aber wie grundsätzlich halt, wie findest du die Charakterentwicklungen während der Kapitel? Also, die sind natürlich sehr unterschiedlich. Aber was man im Grunde übergreifend bei allen Freunden des Helden feststellt, ist, wie du Stück für Stück in diesen Freundeskreis aufgenommen wirst. Und das bemerkst du, in Gothic 1 zum Beispiel, logischerweise, viel stärker als in den anderen Teilen. Da hast du, da hast du einen Diego, der dir am Anfang ähm, Sätze sagt, wie ähm, wenn dir dein Leben lieb ist, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten oder so ähnlich. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu Verderbenzüge, rennen. ja. Das heißt so ganz platt, pass mal auf, ich biete dir eine Möglichkeit, aber ansonsten war es das für dich. Tschüss. Und später haben wir ja Dialoge wie, ich danke dir, mein Freund, du scheinst wirklich in Ordnung zu sein. Also wirklich eine wachsende Verbundenheit zum Helden. Und das bemerken wir bei ihm, ähm, das bemerken wir auch bei Gorn. Ähm, und also Gorn sagt es ja sogar offen, wenn er von dem Treffen hört, auf dich ist Verlass. Lester ist dir auch immer aufgeschlossener gegenüber und so merkt man halt, wie du wirklich Teil dieser besonderen Freundschaft wirst. Denn das ist ja Mhm. eigentlich eine besondere Freundschaft. Wir haben einen Schatten, wir haben einen Söldner, wir haben einen Novizen und einen Feuermagier. Ja, das Und, die, stimmt. und Mhm. gerade das alte und das neue Lager, die sind sich ja nicht grün, das ist ja kein Geheimnis. Und es ist Ja, im Grunde keine wirkliche Verbindung zwischen dem alten und dem neuen Lager bekannt, außer jetzt vielleicht Fisk, der einen Hehler hat, aber das ist ja auch eher so ein krummes Geschäft. ja, Und halt die Magier, die sich gegenseitig Botschaften schicken, aber sonst mögen die sich ja alle gar nicht. Und man merkt, dass die Charaktere dich halt bei sich aufnehmen. Und das ist eine sehr schöne Sache, aber auch wie die Charaktere sich sonst entwickeln. Das sehen wir ja bei Diego zum Beispiel. Diego, der am Anfang sagt, man sollte ins alte Lager gehen. Die anderen beiden Lager, die verfolgen ja nur ihre schwachsinnigen Ausbruchspläne. Aber er erkennt dann ja doch, dass die Handlungen vom alten Lager zu weit gehen. Und er spaltet sich ja davon ab. ja, Wir wissen von Milton ja ganz genau, dass er angegriffen worden ist. Das erzählt er uns ja, dass die Wachen am Tor ihn töten wollten, so wie die anderen Feuermagier. Von Diego wissen wir,
das nicht. Von Diego wissen wir nur, dass er in der Burg war, als er als sie die Nachricht bekommen haben von der verschütteten alten Mine. Und im Grunde hat Diego ja keinen Grund, äh, das alte Lager zu verlassen, wenn er wirklich daran festhält. Er hat ja keine Gefahr in dem alten Lager zu befürchten. Er ist ja ein Mitglied des alten Lagers und er ist ja als Anführer der Schatten auch relativ wichtig. Aber er verlässt das alte Lager ja und was macht er? Er stellt sich in die Nähe des Südtors und will andere Leute warnen vor den Machenschaften des alten Lagers. So Falls wie jetzt den doch, Helden. ja, genau. Falls jetzt doch einer das noch nicht mitbekommen haben sollte. Und das zeigt ja auch, dass er seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Und das finde ich sehr, sehr sympathisch auch an ihm. Ja, Ja. und so haben sich die Charaktere entwickelt. Wir haben natürlich nicht viele komplette Charakterentwicklungen in dem Spiel. Also Bullet ist am Anfang ein Arsch, Bullet ist am Ende ein Arsch. Das wird sich nicht ändern. Manche Du Menschen ändern sich Arsch. nie, oder? Ja, aber das muss ja auch nicht bei allen Ja, sein. Das wäre ja auch albern, wenn die sich irgendwie ständig verändern würden. ja, das Und, stimmt. und im Grunde haben die Gardisten ja auch, also man muss sich ja auch mal in die Lage der Gardisten hineinversetzen. Die sind ja nun mal Teil des alten Lagers und die werden dadurch versorgt und die haben auch einen gewissen Lebensstandard in der Kolonie. Und dieser Lebensstandard ist ja nun mal verbunden mit einem Gehorsam gegenüber Gomez. Die sind das also so gewöhnt. Und dann haben wir einen Charakter wie Scorpio, äh, der sich abspaltet von der Burg, weil er sagt, für diesen Mist hat er nichts übrig. Also so einzelne Figuren gibt es dann ja doch, die sich wirklich interessant entwickeln. An Scorpio hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich auch nicht gerade. Jetzt, wo du es erwähnt hast, schon. Oder auch, äh, oder auch wie das dann in Gothic 2, die Nacht des Raben wird, mit Cavalorn, der ja ein Schatten war, aber dann mit den Wassermagiern zusammenarbeitet. Ähm, und mit den anderen Figuren, die auch in Gothic 2 dann wieder vorkommen, die sich auch in andere Richtungen entwickeln. Äh, Wenn wir jetzt zum Beispiel uns Taurus anschauen in Jakenda, der hat ja auch eine ganz andere Entwicklung, weil er ja, ja, jetzt greife ich schon ein bisschen vor, Ja, es weil wir eigentlich bei passiert, Gothic, normal, weil ja. wir eigentlich bei Gothic 1 ja sind, aber Hm. ich finde Taurus in Gothic 1 wie so den typischen Prinzipienreiter. Ja, der lässt sich auch bestechen mit 1000 Erzbrocken, auch wenn das nie einer macht, aber prinzipiell führt er ja fast sklavisch diese Stellung aus, die er da bekommen hat von Gomez, nämlich als oberster Gardist. Und auch in, und auch in Jakenda ist er ja ein sehr prinzipientreuer Mensch. Ich meine, der lässt dich nicht durch, weil du keine rote Steintafel hast. Ähm, der hält sich an die Regeln und Gesetze, die es da gibt und erklärt ja auch, warum er das tut. Aber im Endeffekt heißt er doch nicht gut, was Raven tut. Weil er den Helden ja im Grunde insoweit unterstützt, dass er erlaubt, dass die Sklaven befreit werden und dass er dann die Führung des Lagers übernimmt und sich damit im Grunde entwickelt hat von dem Regeln befolgenden obersten Gardisten zum Anführer, der eigene Entscheidungen trifft. Das wäre jetzt noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen gewesen, wenn dann quasi unter Torus eine Einigung mit den Piraten erreicht worden wäre. Aber gut,
wäre dann vielleicht auch einfach zu viel gewesen, wenn sich dann die Geschichte so weit entwickelt hätte. Ja, aber es ist ja auch sehr kurzfristig noch passiert mit der Nacht des Raben damals und so. Ja. Mhm. Apropos, du hast ja gerade eben noch Kavalon erwähnt. Es ist ja lustig, wenn du zurückkommst und erwähnst, dass du ja Kavalon kennst noch und so weiter. Und er fragt, wo du hingehst und du sagst ins Minental. Dann sagt er dir, dass du seinen alten Geldbeutel mal dort suchen sollst und ihn mitbringen sollst. Mhm. Und das passiert ja nur, wenn du es sagst, sonst erscheint dieser Geldbeutel erst gar nicht dort sozusagen. Das ist ja auch Ja, eine echt Sache. nicht? Ja, wenn du nicht zurück ins Minental sagst, sondern das die eine andere Option, ich weiß gar nicht, was es war, dann erscheint dieser Geldbeutel nicht im Minental in seiner Ah, Hütte. Dann ist okay. da keine. Okay. Ja, Mhm. in allen letzten Spieldurchläufen habe ich immer gesagt, zurück ins Minental. Mhm. Deshalb weiß ich das jetzt nicht. Und dann habe ich ihm auch seinen Lederbeutel gebracht. Mhm. Aber ich glaube, er sagt dir das von dem Beutel noch nicht. Ich glaube, er sagt nur, Ja, was im Haus, ich, genau. Nenn nicht Geldbeutel, ich was will, im dass Haus, ja. ich will sehen, ob die Hütte noch steht. Ja. Und die Hütte ist ja eigentlich total uninteressant. Mhm. Ähm, Richtig. aber er findet dann diesen Lederbeutel von ihm mit dem Erzbrocken. Und dann erfährt Ja. man ja, dass Erz total viel wert sein soll, auch Mhm. wenn du dann trotzdem, glaube ich, nur 30 Goldstücke oder so bekommst, wenn du Ja. es verkaufst, aber egal. Mhm. Inflation in Korin ist halt, ja. Ja, und was für eine Inflation. Ein Ja, Schinken, 50 Goldstücke für einen Schinken. ja. Schrecklich. Vom Gewicht her ist das Gold schwerer als der Schinken. Ja, schon, ja. Musst du dir mal vorstellen. Du gehst da Abendessen kaufen und musst erstmal eine Schubkarre mit Goldmünzen mit haben. Ja. Taste of Korin ist bestimmt auch teuer geworden da. Ja, und wie? Ach man, ja, das ist wirklich cool. Nee, wie gesagt. Aber wirklich, probier das mal einmal aus. Ess es von Mhm, mir aus im Waffelmut oder so, dann weißt du, dass dieser Geldbeutel nicht auftaucht, mache ich. wenn du es nicht machst. Das habe ich damals als Kind wollte, dachte ich mir so, wenn ich jetzt sage, zurück ins Minental, ich habe ja Gothic 1 nicht gespielt, ich sag mal das andere so. Und dann, ja, gab's das nicht, dann habe ich es irgendwann mal durchgespielt, habe das gesagt, wo ich Gothic 1 durch hatte und dann so, ach, jetzt ist da ein Geldbeutel. Okay. Mhm. Weil du bist ja eigentlich auch verleitet zu sagen in die Stadt, Mhm. weil das ist ja im Grunde auch das, was du machen sollst. Ja. Und im Zweifel erhoffst du dir ja auch von ihm dann einen Tipp oder so. Mhm. Und ich glaube, der sagt dann ja auch sowas wie, sagt er so abgerissen, wie du aussiehst, wie. Nee, das sagt irgendwer anders. Sagt das der Bauer? Also Ja, das war der Bauer, oder? Ich glaube, Kavalorn sagt dir irgendwas dann Mhm. zum Zugang zur Stadt, aber was genau weiß ich jetzt auch nicht. Auch nicht mehr. Mhm. Es gibt zu viele Informationen in Gothic, man kann nicht immer Ja. alles auf einmal wissen, sozusagen, ja. Genau. So, jetzt weiter. Charakterentwicklung waren wir. Mhm. Genau. So. Hast du noch was dazu zu sagen? In Charakterentwicklungen. Beziehungsweise. Ja, vielleicht tatsächlich eine Hm? Sache, die, die man nicht wirklich als Charakterentwicklung bezeichnen kann, aber die dir wie eine Charakterentwicklung vorkommt und das über 3 Teile, das ist ja die Rolle von Xardas. Ähm, Xardas ist ja quasi bis zum Turm in Nordmar so ein großes Stück undurchschaubar. In Gothic 1 hast du ja eine relativ klare Vorstellung, was Xardas will. Xardas möchte auch aus der Barriere raus. Das ist nachvollziehbar, das kannst du gut mit dir selbst in Einklang bringen. Der hilft dir, hat aber auch nicht wirklich Bock auf dich. Und später erklärt er dir im Schläfertempel ja auch, was genau du machen willst. Dann hast du ja erstmal das Gefühl, okay, ich weiß, was dieser alte Mann vorhat. Dieser alte Mann will auch, dass die Barriere zerstört wird. Und in Gothic 2 hat er gleich wieder den nächsten Auftrag für dich. Nämlich, dass Belia besiegt werden muss, beziehungsweise die Anhänger von Belia. Und dafür brauchst du das Auge Innos. Naja, du kennst die Geschichte von Ja. Gothic 2, ja. Ähm,
So, bis dahin denkst du ja auch noch relativ sicher, was Xardas eigentlich vorhat. Ich meine, der ist zwar Dämonenbeschwörer, aber irgendwie will er das ja wahrscheinlich dann doch für Innos nutzen oder so. Oder die Dämonenmagie ist nicht per se Belia, sondern einfach nur eine Form der Magie, die man auch studieren kann. Wir haben jetzt einen wie Karas im Kloster, der kann ja auch Goblin-Skelette beschwören, beibringen oder so. Das ist ja jetzt nicht. Mhm. Das ist zwar irgendwie Belia-Magie, aber das heißt ja nicht, dass man komplett Belia-gläubig ist. Saturas kann ja auch sehr viele Feuerbälle schicken. Ähm, Ja. und ja, dann kommt ja im Grunde das Outro von Gothic 2 als so eine Form von Plot-Twist. Du hast du hast diesen untoten Drachen besiegt und dann erscheint Xardas. Und ich weiß nicht, ob du das Bild jetzt vor Augen hast im Outro. Das ist ja so eine kleine Videosequenz, wo der Held näher tritt und Xardas hält ihm so die Hand entgegen, um ihn zu stoppen. Das ist mir jedes Mal aufgefallen, dass der Held wahrscheinlich irgendwie Xardas ansprechen will, aber Xardas weist ihn so zurück und dann geht Xardas zu dem untoten Drachen und beschwört irgendwie diese Energie oder diese Macht aus ihm heraus und äh, Überlässt sie über sich ergehen. Das meinst du, ja, sozusagen. genau. Ja. Aber vorher weist er den Helden so zurück, dass Mhm. der Abstand halten soll. Und das macht ihn ja sehr undurchschaubar. Dass er quasi sein eigenes Ding da macht und später in der Kabine ähm, im Spricht er Schiff mit dir. sagt er zum Helden ja noch, dass das immer sein Ziel war, der erwählte Belias zu werden. Und dass er halt Ähm, weder Belia noch Innos dient, wie auch immer, ja, und sondern seinen eigenen Vorstellungen. und dass er gerade erst begreift, welche Möglichkeiten sich ihm bieten und du in diesem Moment keine Ahnung hast, ob das, was du in Gothic 2 gemacht hast, gut war. Weil du nicht Ja. weißt, ob es richtig ist, dass Xardas diese Macht jetzt hat. Und du im Grunde nicht weißt, worauf das hinausläuft und es im Grunde sogar sein kann, dass Xardas jetzt dein Feind wird. Und erst in Gothic 3 kommt dann ja raus, dass Xardas im Grunde diese Macht auch ein Stück weit gegen Belia einsetzen will, um diesen Krieg der Götter zu beenden. Genau, das fand ich sehr interessant. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht wirklich eine Charakterentwicklung, weil Xardas das Der ja es von Anfang an vermutlich geplant hat, sozusagen. genau, von Anfang an geplant hat. Er wollte es ja schon im Schläfertempel, aber dann war die Macht des Schläfers zu groß und Xardas ist halt eingepennt. Ja. Ähm, aber das, was du von Xardas weißt, das ändert sich ja. Dass du Xardas anders wahrnimmst. Denn in Gothic 3 wird ja erstmal verkündet, die Orks haben gewonnen, Xardas hat sich mit ihnen verbündet, Xardas hat die Runenmagie zerstört. Du wirst also bombardiert mit allem, was Xardas gemacht hat, und das lässt Xardas erstmal in einem ganz anderen Licht erscheinen. Denn natürlich denkt man als erstes, okay, jetzt will er doch die Menschen vernichten, weil ja nur das Sinn zu machen scheint, dass er sich deshalb auf die Seite der Orks gestellt hat. Ja. Das ist, denkt man halt wirklich, wenn man das erst, und wenn man dann das erste Mal bei ihm ist und er plötzlich mit dir redet, als wäre auch nichts gewesen, sozusagen. Erstmal. Mhm. Und dann erklärt er dir plötzlich seinen Plan, auch in Gothic 3. Ja. 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 Aber ja, das ist wirklich keine Charakterentwicklung. Er will das von Anfang an so. Aber wir erleben ihn dann halt, was er wirklich dahinter steckt, was er haben wollte. Er wollte es ja schon theoretisch in Gothic 1 schon auf diesen Punkt bringen. Ja. Ja. Okay. Jetzt reden wir über den namenlosen Helden an sich. Wie findest du ihn? Also, der namenlose Held ist ja erstmal sympathisch, sage ich. Also du hast ja sehr oft Dialogoptionen und kannst unterschiedliche Sachen sagen, aber unterm Strich ist er ja immer trocken, ein bisschen sarkastisch
und auch ein bisschen vorlaut. Und ich glaube, das sind so Eigenschaften, die kannst du an der Spielfigur ganz gut leiden. Der ist Ähm, direkt. ja, definitiv. Und manchmal merkt man auch richtig, dass er genervt ist. Dass er von anderen NPCs, von ihrem Gefasel und so genervt ist, wenn der dann Saturas unterbricht mit bitte die Kurzform. Also fang jetzt bloß nicht an, lange um den heißen Brei herumzureden, sag jetzt, was ich machen muss. Ich glaube, das ist sehr sympathisch. Und was das Ganze noch abrundet, ist, dass du diese Eigenschaften vom Helden ja kennst, aber du kennst ja sonst gar nichts. Das heißt, der namenlose Held ist ja im Grunde die Figur, die du sein möchtest, weil ja dir gar nichts vorgegeben ist. Du startest nicht ähm, ja, ähm, als, zweiter General des Infanterieregimentes Baron von so und so. Das heißt, du bist einfach irgendwer, irgendjemand. Und ich glaube, das ist das, was so gut funktioniert mit dieser Figur. Wir wissen gar nichts über die Vorgeschichte. Der Mhm. trifft nie jemanden, den er vorher gekannt hat. Ich nehme mal an, dass er auch nicht aus Khorinis stammt, weil er ja sich in Gothic 2 erst über die Stadt erkundigen muss. Und ich Er kennt meine, sich wenn halt gar du, nicht aus damit, überhaupt nicht so, ja. ja, und wenn du auf Khorinis vorher gelebt hättest, dann würdest du die Stadt kennen. Und du wüsstest, da gibt es ein Kloster und da gibt es einen Großbauern und so. Aber du Aus kennst ja Metana kommt nichts. er halt auch nicht. Weil da weiß er auch gar nichts von keiner Stadt. Es gibt keine Sache, wo er sagt, oh, da war ich schon mal oder so. Nee, gar nichts. Hm. Ja, das stimmt. Es gibt aber andere Das, Orkor-Inseln, wie wir wissen. Und vielleicht hm. kommt er von da irgendwo her oder so, weiß man ja nicht. Ja, es gibt Ja. das östliche Archipel, Mhm. es gibt ja diese vier Reiche, die zu Robers Gebiet gehören. Und von irgendwoher muss er ja stammen, Ja. aber man weiß es nicht. Man weiß nicht, was für einen Beruf er gehabt hat, wer seine Angehörigen sind, Was du er weißt getan gar hat. nichts. Genau, was er Ja. getan hat. Da widersprechen sich die Angaben auch teilweise. Ich weiß nicht, auf irgendeiner Spieleedition stand, du wurdest unschuldig ins Gefängnis geworfen. Irgendwo Mhm. steht wegen geringfügiger Verbrechen. Ja. Aber Irgend. niemand weiß, was die Wahrheit ist, sozusagen. Genau. Niemand weiß, was die Wahrheit ist. Und deshalb finde ich dieses Prinzip auch wirklich gut. Du hast dieses komplett unbeschriebene Blatt und du kannst im Grunde das sein, was du sein willst. Das merkt man ja auch an den Gilden. Ähm, ich finde jetzt nicht, dass der Held vom Charakter her jetzt unbedingt ein ehrwürdiger Feuermagier ist. Aber wenn du dir jetzt sagst, okay, das ist halt sein Mittel zum Zweck, um sein Ziel zu erreichen, dann nimmst du ihm das doch ab. Und du kannst auf diese Art und Weise natürlich deiner Figur auch so weit Charakter verleihen, wie du es halt möchtest. Du kannst Leute anschnauzen und du kannst Aufträge ablehnen. Du kannst auch grob sein, du kannst auch ein bisschen das mit Diplomatie versuchen. Also es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten zu antworten und dadurch kannst du ja auch einfach deinem, äh, deiner Spielfigur so viel Charakter verleihen, wie du halt möchtest. Wenn einer von dir Wegzoll fordert, na, natürlich kannst du theoretisch zahlen und gehst weiter. Du kannst den beleidigen, du kannst nachfragen, du kannst dem drohen. Du Oder du hast kannst sagen, wirklich, ich bring dich um, zum ja, Beispiel. genau. Ja, und dadurch kannst du ja aus dem namenlosen Helden machen, was du möchtest. Und das finde ich gut, dass du da halt wirklich das Gefühl hast, das ist meine Figur und ich spiele das jetzt so, wie ich das auch spielen würde. Und du hast nicht das Gefühl, äh, eine komplett andere Figur, die ganz anders ist als du selber, die anzupacken und dieses Spiel auf diese Art und Weise spielen zu müssen, sondern du hast eben wie gesagt, die Möglichkeit, du selbst zu sein. Und das, oder du selbst, ja, was heißt du selbst? Also, 9 von 10 Sachen als Gothic möchte ich selber auch nicht machen, Ja, ähm, stimmt, das ist wirklich so, ja.
aber du hast eben die Möglichkeit, selber da Entscheidungen zu treffen und so auf die Art und Weise zu reagieren, wie du möchtest. Und das trägt natürlich auch immens zur Immersion und zur Glaubwürdigkeit bei. Ja, da gibt es ja dann ein Spiel wie Two Worlds, wo du das halt nicht kannst. Da musst du Mhm. machen, was du tun musst. Und ob du willst oder nicht, es bleibt alles gleich, komplett. Ja. Du kannst dich auch schlecht umentscheiden, sozusagen, irgendwas anderes zu tun. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Was würdest du zur Geschichte sagen vom Gothic 1? Ähm, also die Hauptgeschichte. rein, ja, ja, rein von der Story her waren die Piranha Bytes Spiele nie oberste Sahne, sag ich mal. Die, Mhm. die haben eine gewisse Grundhandlung, die sich aber recht lose zusammenknüpft, sag ich mal. Man hat das Gefühl, du machst, äh, du machst Dinge in Gothic 1, die im Grunde vollkommen unnötig sind. Das finde ich an der Geschichte, ja, weniger schön. Weil du das Gefühl hast, okay, ähm, ich muss jetzt dieses Sekret für Kalom holen, oder ich muss den Fokusstein holen, oder ich muss später noch die ganzen anderen Fokussteine holen. Und all diese Aktionen sind im Grunde sinnlos. Die haben ja keinen Effekt. Du könntest quasi auf Level 1 rein theoretisch zu Xardas laufen und fragen, wie wird die Barriere zerstört. Und alles andere könnte nie passiert sein. Und das finde ich ein bisschen schade. Die einzelnen Story-Elemente, die sollten so miteinander verknüpft sein, dass sie sich auch gegenseitig bedingen. Klar, Saturas schickt sich zu Xardas und deswegen hast du diese Quest und deswegen hast du diese Dialogoption bei Xardas. Aber da hätte man noch viel mehr machen können. Ich habe mir zum Beispiel immer vorgestellt, dass es doch sinnvoll wäre, dass dadurch, dass du dass du die Minecrawler-Königin besiegst und die Eier da holst, dass dadurch ein anderer Teil der Mine erschlossen werden kann, nämlich der Teil, wo die Minecrawler waren, und dass vielleicht dadurch erst dieser Fluss angegraben wird, weshalb die alte Mine einstürzt. Dass du also im Grunde dafür verantwortlich bist, dass die alte Mine eingestürzt ist. Dass also Das, die einzelnen Handlungselemente aufeinander hm. aufbauen und sich gegenseitig bedingen. Das finde ich fehlt äh, bei Gothic 1. Das finde ich ja Und wirklich eine interessante Idee eigentlich so. Warum es eingestürzt ist. Genau deshalb, weil du das getan hast und die dann mehr wollten sozusagen, ja. mh, genau. Ja, Ja, und das finde ich ein bisschen schade, ähm, weil es einfach auch zur Gesamtstory nicht wirklich beiträgt. Ich habe nie verstanden, warum mache ich das eigentlich gerade alles? Ich meine, ich bin Gardist, oder Schatten, sagen wir mal, ich bin Schatten, ich soll für Raven herausfinden, was die Bruderschaft plant. Wenn die Aufrufung passiert ist, ist der Job eigentlich getan. Und im Grunde kann ich im alten Lager bleiben. Aber ich mache diese ganzen anderen Quests trotzdem. Das hätte man nur sinnvoller miteinander verweben können. Dass das alles auch sinnvoll aufeinander aufbaut. Ähm, ich sag das jetzt auch rein aus Story-Sicht. Aus Story-Sicht ist es ja so, du hast den Endboss in einer bestimmten Spielwelt, in einer anderen Spielwelt, in Kapitel 6 eben. Das ist der Schläfertempel in Gothic 1, das ist Irdorat in Gothic 2. Und die ganzen Kapitel vorher, die beziehen sich im Grunde nur darauf, dass du weißt, wie du da hinkommst. Und ich glaube, man hätte noch ein bisschen mehr in die Geschichte mit reinbauen können.
dass du vielleicht auch so ein paar Twists drin hast, dass du ein paar Überraschungen hast, dass du ein paar Handlungselemente hast, die, ja, die das Spiel noch so ein bisschen bereichern. Ich finde es in Gothic 2 zum Beispiel deutlich besser als in Gothic 1, weil du in Gothic 2 noch so ein paar andere Handlungsstränge hast. Dass du zum Beispiel, dass du zum Beispiel mehr über Diegos Vergangenheit herausfindest und Diego die Möglichkeit bieten kannst, Fuß zu fassen in Khorinis, weil du halt ein paar Aufträge für ihn erledigen kannst. Dass du einfach so ein bisschen, dass du so ein bisschen über den Tellerrand schaust, sage ich mal, was die Geschichte angeht. Und ansonsten ist Gothic 2 aber auch relativ stupide, was die Geschichte angeht. Das ist ähnlich wie in Gothic 1. Irdorat musst du halt irgendwie rausfinden, dass der da ist und wie du da hinkommst. Mit einer Ausnahme, und das ist die ganze Add-on-Welt, die einen ganz anderen Handlungsstrang da noch mit reingebracht hat, der auch Sinn ergibt. Dass es quasi also eine Bedrohung für die Insel gibt, dass die Wassermagier das erkannt haben und dass du die unterstützt und dass du eine potenzielle Gefahr, nämlich Raven, ausschaltest und dieses Instrument der Macht von Belia, nämlich die Klaue Belias, sogar selber benutzen kannst. Ähm, Ich finde, das ist ein sehr guter Gedanke gewesen und das hat die Story auch definitiv bereichert. Ja, das würde ich aber auch auf jeden Fall sagen. Ich finde, es war wirklich auch viel zu geradlinig in Gothic 1. Mhm. Und wie gesagt, du könntest halt wirklich einfach nur hingehen und sagen, ja, theoretisch, dir fehlen nur die Gesprächsoptionen sozusagen eigentlich, um Ja. das zu tun, was du tun willst sozusagen. Da hat aber Gothic 2 wirklich auf jeden Fall bessere Arbeit geleistet. Das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Mhm. Und da sind ich sag mal, da sind Punkte der Hauptquest ja auch meist verbunden mit mit der Situation, sage ich mal. Ich meine, die Fokussteine, die bringen den Wassermagiern gar nichts. Also in Gothic 2 dann doch, aber in Gothic 1 bringen die den ja eigentlich nichts, können sie als Briefbeschwerer Mhm. benutzen. Und auch diese ganze Anhörung und Orkfriedhof und so, das ist ja alles ohne Ergebnis. In Gothic Mhm. 2 besiegst du die Drachen und damit hast du ja zumindest die Situation für die stationierten Truppen in der Burg verbessert. Dass die wenigstens nicht Mhm. mehr aus der Luft angegriffen werden können. Ja, Denn im Grunde sind die ja bei einem Luftangriff total verloren. ja. Also eigentlich ist es total unnötig, die irgendwie zu belagern und auszuhungern. Eigentlich müssen Mhm. die Drachen da nur hinfliegen, noch einmal kräftig Feuer speien und dann ist alles futsch. Also, Das stimmt eigentlich. Ja. naja, und das so gesehen sind ja manche Punkte in Gothic 2